Seid ihr auf der Suche nach einem Schnellrezept? Dann seid ihr heute hier genau richtig. Also bleibt dran, ihr werdet es nicht bereuen. Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es hier ein unkompliziertes One-Pot-Rezept. Die cremige Tortellini-Pfanne mit Schinken und Curry ist im Handumdrehen fertig und ein echter Genuss. Perfekt, wenn es schnell gehen soll und trotzdem lecker sein darf. Dafür brauchen wir folgende Zutaten. Tortellini, ich habe mit Käsefüllung genommen. Ihr könnt nach eurer Wahl mit Spinatfüllung oder mit Fleischfüllung nehmen. Übrigens, ich habe hier ein Video, wie man Teigtaschen selber zubereitet. Ich werde es für euch verlinken. Wir brauchen noch Kochschinken, Sahne, Schmand, Zwiebel, geriebenen Käse, nach eurer Wahl. Dann brauchen wir noch Pflanzenöl. An Gewürze brauchen wir Currypulver, Pfeffer und Salz. Die Mengenangaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und wir legen jetzt los. Ich werde erstmal die Zwiebel in Würfel schneiden und den Schinken klein schneiden. Die Schnittarbeit ist getan und nun machen wir weiter am Herd. In einer großen Pfanne etwas Öl erhitzen. Die Tortellini bei mittlerer Hitze kurz anbraten, damit sie leicht Farbe bekommen. Dann nehme ich sie aus der Pfanne und stelle sie beiseite. Nun wird die Zwiebel angebraten, bis sie glasig wird. Wenn die Zwiebel glasig ist, den Schinken hinzufügen und beides kurz anbraten. Durch die Menge an Zwiebeln duftet so gut, es ist so aromatisch. Der Schinken hat eine leicht goldenbraune Farbe bekommen. Nun gieße ich die Sahne in die Pfanne. Den Schmand einrühren. Dann würzen wir die Soße mit Currypulver, Salz und Pfeffer, gut verrühren, bis eine cremige Soße entsteht. Die Tortellini zurück in die Pfanne geben und mit der Soße wenden, so dass sie dann gleichmäßig bedeckt sind. Den geriebenen Käse über die Tortellini streuen und bei niedriger Hitze etwa 5 Minuten köcheln lassen, bis der Käse geschmolzen ist.
Die Pfanne decke ich zu. Ich werde jetzt umrühren und noch mal 2 Minuten köcheln lassen. Wow, das sieht unglaublich lecker aus. Während die Tortellini noch am Köcheln sind, werde ich einen knackigen Salat zubereiten. Dafür habe ich so gemischten grünen Salat, mehrere Sorten. Ich liebe diesen Salat. Dann werde ich würzen mit Pfeffer, Salz, Olivenöl und ein wenig Essig. Gut vermengen. Und ich brauche nicht mehr in einen Salat. Da sind mehrere Salatsorten zusammen. Es ist knackig, aromatisch, lecker, gesund. Also das ist die perfekte Beilage für die Tortellini. Ich werde jetzt eine Tortellini probieren. Die cremige Soße mit dem Hauch Curry rundet die Tortellini ab. Sowas von aromatisch und lecker. Et voilà! Die leckere Tortellini in Schinken-Sahnesoße sind jetzt fertig zu verzehren. Ich werde gleich den Teller anrichten und mit einem knackigen Salat als Beilage servieren. Dieses Gericht ist ein Beispiel dafür, dass leckeres Essen nicht unbedingt kompliziert sein muss. Alles in einer Pfanne zubereiten spart Zeit und Abwasch. Ich glaube, das ist ein Gericht für alle und ich glaube, dass alle es lieben werden. Ihr Lieben, über eure Kommentare und Likes würde ich mich sehr freuen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, euch hier bei dem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi.